Hey Raff, Hey Miki! hast du heute schon über Filme geredet? Nee, hab ich nicht. Dann wird's aber höchste Zeit. Aber hallo, dafür bin ich hier. Hey Raff, Hey Miki! hast du heute schon über die Filme gesprochen? Ja! Wie ja? Ja. Hab ich. Und du? Ja, zufälligerweise haben wir uns ja heute direkt ein Doppelprojekt vorgenommen. Ist so. Und Nahtlos. ja, es hört nicht auf. Ich kann es immer nur wieder sagen, es muss den nächsten Film geben, immer den nächsten. Immer der Nächste. Ja. Also, Es kommt auch immer der Nächste. wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dass die schönste Beschäftigung ist, über Filme zu sprechen. Ja. Dann läuft das so weiter einfach. Ja, ey. Genau, Runde 2 heute. Und Augen ohne Gesicht. Oder wie er auf Französisch heißt. Jetzt kommt's. Ja, jetzt kommst du nicht. Les yeux sans visage. Das ist vollkommen richtig. Wie war das? Ja, vollkommen richtig. Wissen wir es? Aber man könnte auch aus dem Titel schon heraushören, der deutsche Titel ist Das Schreckenshaus des Dr. Rasanov. Zumindest für eine Zeit. Ja. Für eine gewisse eine Zeit, ja. Sehr reißerisch. Ja, Und genau, der Name des Main Characters wurde einfach mal eingerusst, Ja. weil das böser klang. genau. Klang böser und hatte so ein bisschen diesen Side-Effekt. Man wollte nicht unbedingt in dieser Zeit, der Film ist von 1960, muss man dazu sagen, in dieser Zeit wollte man nicht unbedingt einen verrückten Wissenschaftler zeigen, der aus Deutschland kommt. Genau, wobei der ja im Original auch nicht aus Deutschland Nee, aber kommt. Aber man wollte ihn noch weiter man weg wollte noch irgendwie weiter weg von diesen. ins Reich des ganz, ganz Bösen Genau. schicken. Und wer sollte da besser gelungen sein, als dann russischen Namen zu verpassen? Aber der heißt auch nicht nur in Deutschland, so der hat auch in anderen Ländern andere hieß der- Titel, ja, im ja. amerikanischen The Chamber of Dr. Faustus. Ja, Da wurde es wieder eingedeutscht. auch wild. Ja, Fällt mir gerade auf. Stimmt, Da war das ja. Böse dann deutsch. ja. Und in der späteren TV-Ausstrahlung war es ja dann auch das Schreckenshaus des Dr. Genessier. Ja, das war eine ganz kurze Zeit, dass der so hieß. Und ist aber eben auch irgendwie dann so in der Versenkung verschwunden. Und die haben dann einfach den Originaltitel genommen. Ja. Was auch, Genau. finde ich, wirklich die beste. Ja, auch der international bekannteste Titel ist auf jeden Fall Eyes Without a Face. Haben wir auch noch nicht gesagt. Genau. Was Und- sogar ein Billy Idol-Song, Ja, das stimmt. der zwar nichts mit dem Film zu tun hat, aber genau, der heißt auch so. Und ich glaube, das Französische wird da trotzdem noch im Chorus irgendwie gesungen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob der nichts damit zu tun hat. Es geht, glaube ich, auch um eine verloren geglaubte Liebe, die man irgendwie retten will. Ja gut, aber das hat also dann sehr, sehr lose. Hm, Sehr, sehr lose, okay. würde ich sagen. Aber gucken wir, das erörtern wir vielleicht im Laufe der nächsten 3 Stunden. Vielleicht auch nicht. Oder vielleicht Roter auch nicht. Hering. Ja, Ja, also wieder Spoilerwarnung geht raus. Wir machen da Wie keine immer. Umschweife, wie immer. die sollten wir vielleicht Also- einfach mal ins Intro aufnehmen, die Spoilerwarnung. Genau, also Dann müssen wir es nicht jedes Mal wenn sagen. ihr euch diesen Quatsch hier anhört Ja, von selber uns schuld. zwei, die sich darüber unterhalten, dann seid da gewahr, dass wir immer spoilern. Weil es macht keinen Sinn meistens, über einen Film zu sprechen und das Ende irgendwie so nebulös zu verpacken. Ja, vor allem dann ist ja auch die Frage, ab wann spoilert man auch nicht? Ja, Weil das ist dann Ja. so, okay, dann kannst du die ersten 10 Minuten erzählen oder. Also irgendwie macht es keinen Ja. Sinn in der Form. ja, selber schuld, hast du eben schon gesagt. Und eben, selber schuld. Ja, Selber schuld. Ja, 1960, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel der Film. mhm. Schwarz-Weiß Französisch könnte man auch nochmal direkt erwähnen. von einem Mann namens Georges Franju, Ja, der ja, für den Film natürlich mittlerweile bekannt ist, aber zusammen mit Henri Langlois der Gründer der Cinémathèque Française ist, die sehr bekannt ist. ja, Die ja so auch als Gedächtnis des Kinos bezeichnet wird, als Nickname. Und das war so das erste Filmarchiv der Welt, wenn man so möchte,
was dann nachher auch Nachahmer gefunden hat. Aber das wurde 1935 erstmal noch unter anderem Titel von den beiden gegründet. Und die haben dann halt relativ schnell angefangen, generell alles zu sammeln, was irgendwie mit Filmen zu tun hat. Also der war ja auch Dokumentarfilmer. Vorher war der Dokumentarfilmer, hat da unter anderem einen Film, der in Frankreich sehr bekannt wurde, über Schlachthöfe gedreht. Ja. Das Blut der Tiere oder so, ne? Ja, das weiß ich gerade gar nicht, wie der hieß, aber irgendwie Ja. so irgendwas in die Richtung. Der war aber auch sehr großer Filmfreund generell, auch mit diesem Henri Langlois oder Langlois oder wie auch immer man diese französischen Begriffe ausspricht. Ja. Und die haben das dann halt eben gegründet, erstmal noch so amateurmäßig und das wurde aber immer... Also wir sprechen immer alles richtig aus. Absolut. Und wenn, dann liegt das ganze französische Land falsch, wenn die was anderes sagen. Genau, und die haben dann halt eben, aber auch Kameras, Requisiten und so weiter gesammelt, haben viele Filme von der Zerstörung gerettet, auch während des Zweiten Weltkriegs, haben auch einige selber zerstört durch unfachgemäße Lagerung. Du guckst sehr skeptisch aufs Licht. Ja, ich glaube, du hast das verstellt. Ich hab's Ja, das stimmt wirklich. Ja. Zum Gucken, weil es mir direkt in die Fresse geleuchtet hat. Da habe ich Säcke drin. Ja, ey, steh auf und dreh's um. Ich kann hier unmöglich aufstehen. Unmöglich, ja. Es ist wirklich unmöglich. Ja. Dann verzieht sich alles. Mach das doch gerade. Aber erzähl doch mal was zu der Story. Ich erzähl was zu der Story und du machst das Licht für dich angenehm. Beziehungsweise, ich mache erstmal meinen ausschweifenden Monolog zur Cinémathèque Française fertig. Denn Langlois war zwar ein Filmliebhaber, aber der war auch ein sehr sturer Mensch und hat sich da nicht viel reinreden lassen, wodurch dann eben ein paar Filme auch bei einem großen Brand unwiederbringlich zerstört wurden. Es gab am Anfang keine Archivlisten und so und das war so für Außenstehende ein bisschen schwer herauszufinden, was da für ein Ablagesystem ist. Naja, um das irgendwie ein bisschen zum Ende zu bringen, diese Cinémathèque Française gibt es immer noch und die restaurieren jedes Jahr etwa 200 Filme und zeigen in ihren Vorführräumen auch irgendwie 1300. Also das ist immer noch sehr aktuell, das Ding, sind immer noch da und ist auf jeden Fall eine feine Sache. Also lebt irgendwie hauptsächlich, glaube ich, von Subventionen, also es wird vom Staat unterstützt. Es gab irgendwann in den 60ern mal so einen Kulturminister, der auch selber Filmemacher war. Also da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, der das mal irgendwie canceln wollte. Dann gab es aber irgendwie von Godard, Truffaut Proteste, dass das auf jeden Fall bei denen bleiben soll, die es machen. Blieb dann so und ist bis heute eine Institution des Französischen und eigentlich auch generell des Weltkinos. Also Cinémathèque Française ist ein Begriff, kann man sagen. So. Aber interessant, weil nur ganz kurz eingeworfen ist Godard war dem Film, den wir heute besprechen, nämlich gegenüber nicht so positiv eingestellt. Ist so. Und der war enttäuscht von Franju, nämlich, weil Franju in seinen Dokumentarfilmen hatte der so eine gewisse sozialkritische oder sozialpolitische Komponente mit drin. Ja. Und Godard war der Meinung, dass als er Augen ohne Gesicht gemacht hat, dass er so seine Seele so ein bisschen verkauft hätte und eben sich so in so einer technischen Fingerübung verloren hätte und von guten Filmen abgewichen wäre. Finde ich ein harsches Urteil. Auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Godard-Filme du kennst. Also es gibt wirklich, ich kenne nicht alle, aber es gibt gute, aber die sind natürlich sehr in diesem Arthouse-Ding verwurzelt. Ehrlich gesagt, ich finde das Statement von Godard ein bisschen hochnäsig und auch ein bisschen prätentiös. Ja. Aber da war der gute Godard auch eigentlich in den meisten Kritiken der damaligen Zeit zu Augen ohne Gesicht. Der kam ja nicht so gut weg, der Film damals. Ja. Heute ein anerkannter Klassiker. Genau, heute ist das so ein Konsensfilm, absolut. Aber den Ruf musste der sich irgendwie über die Zeit, hat er den halt bekommen. Und ich finde es eigentlich krass, dass der damals so niedergemacht wurde und so ein bisschen so als Schmuddelkind gebrandmarkt wurde. Also der hatte für seine Zeit auf jeden Fall ein paar drastische Szenen. Wenn man jetzt überlegt, 1960 ist das gleiche Jahr, wo Psycho rausgekommen ist, also Alfred Hitchcocks Psycho. Und der ist ja auch weltbekannt, aber der hat bei weitem nicht so explizite kleine Sequenzen drin, die vielleicht auch die Leute ein bisschen verstört haben. Ne? Also zu der Zeit war das schon ein Novum.
Absolut, also es sind wohl auch bei einigen Filmpremieren, also namentlich in Edinburgh war es, also auf jeden Fall in Schottland, sind irgendwie 7 oder 8 Leute ohnmächtig geworden. Da Mhm. hat dann Frangino zu gesagt, jetzt weiß er, warum die Schotten Röcke tragen. Das war sein Kommentar Okay. dazu. Aber ja, war damals Wissen wir jetzt tatsächlich. auch dann. Und wir wissen es jetzt auch, ja. Und alle ihr, die ihr zuhört. Und alle ihr, die ihr zuhört, ihr zwei. Und äh, na, was wollte ich denn sagen? Genau, wie du schon gesagt hast, der war ziemlich heftig für die damalige Zeit. Und Mhm. ich finde, diese Gesichts-Remove-Szene sieht auch nach wie vor nicht Ja, ohne ist aus. ein Also toller ist Effekt. realistisch. Da wurde Ja. übrigens auch sehr darauf geachtet, dass das wissenschaftlich akkurat ist. Da war wohl auch ein Chirurg am Set, als die das gedreht haben. Mhm. Von dem sich Okay. Franju halt hat sagen lassen, Cool. wie das so ablaufen würde. Mhm. Und diese Szene wurde auch tatsächlich in einigen Ländern, also sprich in Deutschland wurde die entschärft und in den USA wurde die komplett weg ausgespart, weil das Verrückt. zu wild war. Verrückt. Da ist so ein Centerpiece eigentlich in dem Film. Ja, also was Also, so Buddy-Horror-mäßig angeht, ist das auf jeden Fall fast das Einzige eigentlich. mhm. Vielleicht mal kurz die Story erklärt. Es geht um einen Arzt, den eben schon angesprochenen Dr. Genessier, dessen Tochter bei einem Verkehrsunfall Den er verschuldet hat. den er verschuldet hat, wegen Trunkenheit, glaube ich. Ja, das weiß ich gar nicht, aber kann Ja, sein. ja, irgendwie so habe ich das. Und ja, er macht sich halt unheimlich Vorwürfe. Sie ist entstellt, sie ist nicht Komplett. gestorben, aber sie ist entstellt. Und er möchte aber mit geheimen eigenen Experimenten ihr ein neues Gesicht verschaffen und geht dabei auch über Leichen. Hm. Also er lässt oder entführt Frauen, lässt entführen und schneidet denen quasi das Gesicht ab, um das bei seiner Tochter wieder anzubringen. Die währenddessen quasi wie ein Tier im goldenen Käfig zu Hause gehalten wird Hm. und da vor sich hingeistert und auch selber nicht mit sich was anfangen kann. Sie wünscht sich selber den Tod. Sie wünscht sich, wäre ich doch gestorben bei dem Unfall, Hm. dann wäre das jetzt alles nicht so. Und ja, also das führt natürlich dazu, da starten Ermittlungen, da werden immer mehr Frauen entführt, sie ringt mit sich selber und so, das ist so der Kernpunkt der Story. Ja, Ja. genau. Und ja, und der Film fängt eigentlich auch relativ damit an, dass eine Leiche in die Seine geworfen wird von der Assistentin von Dr. Genesi. Genesi oder Genesier? Sie. Mhm. Sie. Ich glaube, die sagen im Film ein paar Mal Genesi. Äh, Vielleicht dazu noch zu Synchro kurz, bevor wir in die Handlung angehen. Wir haben den Mhm. Film in der 1976er ZDF-Synchro geguckt. Es gibt nämlich noch eine 1960er Kinosynchro, die für den Film angefertigt wurde. Die hat allerdings den Nachteil, also ich habe den Film auf jeden Fall das erste Mal in der Fassung gesehen, habe die Mhm. allerdings nicht mehr so genau im Ohr. Da heißt aber auch noch eben Genesi oder Genesier Rassanov. Ja. Und es gibt auch so ein paar, also eine inhaltliche Änderung, dass die spätere Polizistin, die da eingeschleust wird, Ja. die ist in dieser Sprachfassung eine Ladendiebin wohl, die da Ach, reinkommt, was irgendwie so, also okay. warum auch immer, äh, wurde, glaube ich, gemacht, damit das dramaturgisch irgendwie, Mhm. ehrlich gesagt, keine Ahnung, bei dem Punkt, keine Ahnung, warum die das gemacht Ja. haben. Ähm, so manche Sachen, da wurden ja in den USA, wurde neben der OP-Szene noch ein Dialog rausgeschnitten, wo Genesier irgendwie sympathischer rüberkommen soll, damit der nicht so ganz so böse, also der sollte ganz böse sein Auch die einfach. Szene mit dem Jungen. Die, Ja, die ist auch genau. raus. Ich weiß nicht, ich glaube sogar in der deutschen Fassung oder weiß ich nicht. In irgendeiner Fassung ist auf jeden Fall auch das rausgeschnitten worden, weil das zeigt den Professor während dieser ganzen Chose und während er schon quasi mitten in seinem Element ist und Frauen entführt und denen das Gesicht abschneidet. Währenddessen gibt es dann einfach eine kleine Szene, wo der in ein anderes Behandlungszimmer reingeht
einen kleinen Jungen behandelt und total nett und freundlich zu dem ist. Ja. Ja, Und er hat ja auch immer so diese Anwandlung, wo er schon auch Gewissensbisse hat und weiß, was er mhm. da tut. Es ist ihm halt nur egal, letzten Endes, weil, oder es ist ihm nicht Nee, es ist egal, eben, aber er priorisiert halt einfach das genau, Wohlbefinden seiner Tochter ja. über allem Also und laut dafür einem macht er alles. Interview ist auf jeden Fall auch so, dass Franjus wohl auch gesagt hat, er möchte den so inszenieren, dass der von sich selber nicht denkt, dass der ein Böser ist, Hm? sondern der handelt für sich nach dem, was er vorhat und sieht dabei nicht, dass er Böses tut. Also der handelt nach eigentlich gutem Ermessen und will nur seiner Tochter helfen. Und alles andere ist ihm dann wirklich egal, aber nicht in böser Absicht. Das wollte der explizit so haben, der Regisseur. Ja, aber die Figur sagt doch, glaube ich, auch irgendwann im Film, wie viel Unleid ich über irgendwie Leute bringe, um. Ich glaube, gegen Ende aber erst, ne? Ja, kann sein, das weiß ich gar nicht mehr wann, aber das wird erwähnt irgendwie, ne? Mhm. Aber Franjus hatte da ja eh auch so einen ganz, ja, eigenen Blick halt auf den Film. Der wollte das ja nicht Ja. so als den Horror im Vordergrund stellen, sondern Mhm. eigentlich den Schmerz. Das ist ein Drama. Ja, ja, ist es. Ja, Ne? absolut. Das ist es wirklich. Ist ein Melodram, irgendwie zwischen Vater-Tochter-Beziehungen äh, und diesen kleinen Mad Scientist-Anleihen. Ja, 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 das stimmt. Die haben auf jeden Fall auch sowas Surrealistisches dann, so ein bisschen ja, diese OP-Szenen und so. Der Kameramann war auch schon bei Metropolis dabei. Also der ja, ist auch okay. durchaus so bei diesem deutschen Surrealismus-Film-Ding Expressionismus auch. kein Unbekannter. Mhm. Genau, ja, Ja, richtig. ja, also die Aber Bildsprache ist auch generell, ähm, also manche Szenen sind sehr klar und hell beleuchtet, ähm, aber manche Szenen sind auch bewusst dunkel oder so ein bisschen traumhaft inszeniert. ja, Ne? Also auch wenn die draußen rumlaufen und in den Himmel gucken und dann so ein bisschen mit den Gedanken abschweifen, dann ist das alles so ein bisschen traumhaft auch. ja, und ich finde, es hat halt alles auch so dieses Unwirkliche durch die Maske, die sie trägt. Also, ne, weil das Gesicht Ja. ja so entstellt ist, trägt die Tochter, Christian, Mhm. immer so eine Maske, die so ganz ausdruckslos ist. Also das ist wirklich so eine ganz glatte, weiße Maske ohne irgendwelchen Schnörkeleien. Genau, Und also das keine sieht, Gesichtszüge. Und das ist ja eine der belegten Urängste oder kann eine Urangst bei Menschen sein, dass eine Gesichtslosigkeit Angst hervorruft und ein Gesicht ohne Mimik, was zum Beispiel ja auch bei Halloween Michael Myers Maske ja, äh, wieder. das war wohl auch ein Einfluss, ne? Ach so, Die Maske hier. Also es hat wohl irgendwie mal Carpenter wohl angedeutet, habe ich okay. bei den Fun Facts gelesen. Ja, macht Sinn. Macht Sinn, wenn es stimmt. Ich habe das tatsächlich sonst nirgends gehört, dass Ja, das irgendwie ein Einfluss war. Sonst kennt man ja nur die Geschichte halt nee. hier von The Devil's Rain. Das ist ja die Maske Ja, von William Shatner, ja, die halt richtig. dann irgendwie umgedreht wurde noch und Ja. schön low-budget-mäßig. Ja, das mit dieser weißen Maske, das funktioniert wunderbar. Also auch wenn man natürlich irgendwo das Gesicht oder diesen Maskeneffekt, der wird ja auch gar nicht verborgen, aber es funktioniert wirklich toll und diese Augen, die da raus sind, ausgeschnitten sind in der Maske, wo die ursprüngliche Tochter dann durchschaut, die sind unheimlich Ausdrucksstark. ausdrucksstark, genau. Das ist wirklich toll. Ja, und die macht da auch wirklich sehr viel mit, Ja, die Schauspielerin. Die war auch irgendwie so eine Muse wohl von Franjus ja, gewesen. ich Die habe haben dann, auch in dem Interview war das wohl so, der hat die bei einem Theaterstück oder irgendwo hat er die gesehen oder bei irgendeiner kleinen Aufführung hm, hatte die gesehen und der hat sich sofort in die Darstellerin verliebt. Also nicht in romantischer Form, sondern der wollte auf jeden Fall diese Darstellerin haben, weil er hat gesagt, die brauche ich, das wird mein großes Ding so. hm. Und da gab es wohl eine Harmonie, die haben sich gut verstanden. Und auch wenn das Ganze ein bisschen für seine Zeit weit thematisch
vielleicht eher angeeckt ist, aber sie hat gesagt, ey, das klingt gut, ich bin dabei. Ja. Ist auch ihre erste große Rolle wohl. Ja. Und die Zeit sollte beiden recht geben. Ja. Und ja, der Film, der hat ja auch so ein bisschen mehr den Fokus auf sie gelegt, so, ne? Das Ganze ist eine Romanverfilmung. Mhm. Und der Roman war, glaube ich, der war nicht alt. Das war relativ schnell, kam die Verfilmung dann. Okay. Und die wurde dann aber so ein bisschen abgeändert von den Drehbuchautoren und hat den Fokus, im Roman ist wohl der Fokus mehr auf dem Doktor. Und der ist da aber eher so ein paranoider Alkoholiker und hat wohl noch einen morphiumsüchtigen, nekrophilen Assistenten. Also so in die Schiene geht wohl eher das Buch. Aber die Würde ich mir auch angucken. Would watch, auf jeden Fall. Ey, war da, und mal kurzer Exkurs, ey, ist dir mal aufgefallen, wie oft eigentlich Bücher entschärft werden für eine Verfilmung? Ja. Das ist irgendwie super krass. Das ist mir so das erste Mal so richtig, richtig bewusst geworden, als ich das So finster die Nacht Buch gelesen habe. Was hast du gesagt? American Psycho, habe ich gesagt. Ja, Alter, American Psycho, ja. Aber den habe ich erst später, da habe ich das Buch erst viel später gelesen. Weil bei So finster die Nacht ist ja auch eigentlich das Ding, dass dieser Gehilfe von, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Main-Vampir heißt, aber dass das ein Pädophiler ist. Und deswegen hängt der mit den Vampiren rum. Das ist ja zum Beispiel so etwas, was in dem Film komplett ausgespart ist, die Nummer. Ja, aber genau, hier halt auch entschärft. Und ja, Alter, American Psycho, ey, das war, glaube ich, auch, also ich bin ja da nicht so zart beseitigt, dass ich finde, man sollte irgendwas zensieren oder so, aber bei American Psycho lesen, als ich das erste Mal gelesen habe, oder was das erste Mal, ich habe es nur einmal gelesen, da habe ich auch so gesagt, okay. Wie, du hast das nicht jedes Mal gelesen? Nee, einmal. Da habe ich mir schon teilweise gedacht, so, huiuiuiui, das überschreitet dann jetzt doch irgendwie meine Wohlfühlgrenze zu unterhaltendem Horror zu, okay, das ist gerade wirklich fies. Ja, aber ist halt so kalt, ne? Ist halt alles so kalt erzählt und super explizit, wie der da irgendwie die Gedärme aufschneidet und die Leute ermordet. Das ist schon nicht ohne. Ist vielleicht auch mal ein Thema. Ja, wäre eigentlich auch ganz cool. Ja. Der Film ist ja auch sehr ikonisch geworden, allein so durch gewisse Memes halt. Ja, vielleicht reden wir dann aber genau, da sollten wir jetzt nicht zu sehr abdriften zu American Psycho. Aber ja, kann man auch auf jeden Fall lesen, gucken. Aber die Drehbuchautoren, von denen wurden vorher schon irgendwie Stücke auch zu Vertigo unter anderem wurden ihre Sachen filmen. Und die sollten das Buch auf jeden Fall ein bisschen umschreiben. Weil so eine Auflage von den Produzenten war, dass der Film nicht zu blutrünstig oder kontrovers sein soll, weil man wollte damit halt Kohle verdienen. Deswegen sollte auch eben dieser Arzt halt irgendwie nicht zu verrückt sein auch, weil das schlecht für den deutschen Markt wäre. Und solche Dinge wurden dann halt, eben halt ausgespart einfach. Und hinzu kam, dass Franjus selber nicht der Meinung war, dass er ein guter Geschichtenerzähler ist, also jemand, der die gut schreiben kann, sondern er hat sich als jemand gesehen, der die quasi inszeniert. Und deswegen wurden ihm da halt einfach nur diese Drehbuchautoren halt zur Seite gestellt und eben mit diesen Aufnahmen vom Produzenten. Und aber trotzdem, was rauskam, war trotzdem immer noch zu fies, weil der Film halt, wie wir schon gesagt haben, zu krassen Reaktionen geführt hat und trotzdem in vielen Ländern noch mit Zensur oder mit Kürzungen halt zu kämpfen hatte. Ja. Aber noch ganz kurz das zum Abschluss, aber alle Änderungen, die es gab halt auch in der ersten Synchro, die wurden dann halt eben mit dieser 76er Synchro wieder rückgängig gemacht, sodass man nah am Original dran war. Ja. Und deswegen haben wir uns für die entschieden letzten Endes. Ja. Also von der zeitlichen Schiene her nochmal betrachtet, ist der, wie gesagt, im selben Jahr wie Psycho erschienen. Und noch ein britischer Film von Paul, der heißt Peeping Tom. Der deutsche Titel ist Die Augen der Angst. Ja, Die Augen der Angst ist Peeping Tom? Genau. Und der sei auf jeden Fall auch mal zu erwähnen, auch total unterschätztes Ding, ist nämlich auch so kontrovers aufgenommen worden und ist deswegen auch so untergegangen. Psycho übrigens auch kontrovers, also und alle drei sind jetzt Klassiker. Auf jeden Fall, ja. Ja. Also auch an dieser Stelle, Peeping Tom sei empfohlen.
Ist so. Ja, was ich noch erwähnen wollte, sind vielleicht noch Adaptionen oder Remakes oder so Mhm. kleine, ne, sind auf jeden Fall, Gibt's ja einige. gibt es einige. Also es ist wirklich so ein Thema, was immer wieder irgendwo Fuß gefasst hat und immer wieder auch irgendwo so kleine inspiriert Momente mit sich bringt. Ähm, also es gab relativ schnell in 64, 63, 64 oder so gab es einen Film von Jess Franco, der hieß Dr. Orloff. Ich glaube, der hieß auch sogar so ähnlich. Der schreckliche Dr. Der Orloff. schreckliche Dr. Orloff. AKA Schreie durch die Nacht. Ja, der ist ähnlich. Da kommt aber sogar noch ein Gehilfe noch drin vor. Aber der ist auf jeden Fall laut Jess Franco nicht davon abgeguckt. Der sagt, der hat den zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Man weiß Ich es glaub nicht. dem. Man weiß es nicht. Jess Franco glaube ich alles. Ja, okay. Ja, dann gab es noch, ich glaube, ein deutsches Remake. Da komme ich jetzt aber nicht drauf, wie der hieß. Mm, dann gab es noch das Haus mit dem Folterkeller. Schöner Titel. Mitte der 70er. Der hieß international, glaube ich, Mansion of the Doomed. Da geht es auch wirklich um einen, der entführt, in seinen Keller sperrt und die dann auseinanderschneidet. Ein ähnliches Thema, also sehr ähnliches Thema. Aber da geht es wirklich um einen Nazi-Doktor Mhm. und der ist ganz andere Schiene. Das ist halt so ein 70er-Jahre-Sleaze-Titel, der viel schmuddeliger ist auf jeden Fall, ne? Und Mhm. viel grafischer noch. Dann gab es tatsächlich noch einen Jess Franco, Faceless. Faceless, Viel später dann, ne? In 88. 88, mit Brigitte Lahain. Den gibt es seit einigen Jahren erst auf Deutsch. Der ist irgendwann mal nachsynchronisiert worden. Der ist früher einfach übergangen worden. Mhm. Und dann gibt es noch Mitte der 90er nochmal ein Remake. Das heißt auch wirklich Eyes Without a Face. Mhm. Oder der italienische Titel war dann irgendwas, Di Occhi irgendwas. Wie auch immer. Wir haben das schon richtig ausgesprochen. So, also so viel dazu. Und wenn man ehrlich ist, es ist kein Remake, aber die Idee kann man, glaube ich, nicht abstreiten, wenn man es gesehen hat und den Film auch kennt. Also beide. Dann ist das Die Haut, in der ich wohne. Ja, den habe ich ja, ey, ich muss mal echt sagen, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keinen Pedro Almodovar-Film gesehen. Oh, Das ist echt eine super krasse Wissenslücke. ja, das die war's dann eigentlich- für heute. Das war's dann für heute. Wir brechen ab. Notfallscreening. war die letzte Notfallscreening. Ja, ey, ich glaube aber wirklich, und der hat ja wirklich krasse Filme, ist ja auch ein Ja, Name. absolut. Und ich habe das, ich glaube, seit 10 Jahren schiebe ich das vor mir her, mir mal Musst du mal mich machen. mit dem zu beschäftigen. Das ist genau was für dich. Ja, Ja, wirklich. ja, hier Matador und so ist auch von dem, ne? Mhm. Ja, ey, alles nicht gesehen, muss ich alles mal gucken. Das sind ja auch Namen und Titel, über die Ja. stolperst du ja immer mal wieder so. Ja. Und der ist ja wahrscheinlich auch super gut. Ist komplett an mir vorbeigegangen bis jetzt. Also der ist auf jeden Fall auch ein Film, der war ja auch groß in den, ich glaube auch irgendwelche Preise abgeräumt oder so, aber Die Haut, in der ich wohne, der ist deswegen nicht weniger finster. Also Mhm. nur weil der bekannt geworden ist, der war schon richtig bitter. War das eigentlich sein Durchbruchsfilm? Ich Also glaube, ja. international. glaube ja. Ja. Ja, und ansonsten zu Cast and Crew würde ich noch sagen, ist die Gehilfin des Dr. Genessier ist gespielt von Alida Valli. Die hat auch in mehr als über 100 Filmen mitgespielt. War im europäischen Kino auf jeden Fall nicht unbekannt. Also auch in britischen, spanischen, italienischen Produktionen überall dabei. Hm. Und man kennt sie wahrscheinlich am ehesten als
als die Dame die Leiterin des der Ballettschule in Suspiria. Mrs. Tanner. Genau. Und ansonsten noch in der Antichrist. Nicht mit Antichrist zu verwechseln. Genau, nicht mit dem Lars von Trier-Film zu verwechseln, sondern ist ein italienischer Film, der so in die Exorzismus-Schiene geht. Und in Mario Bavas der Teuflische. Oder Lisas. Lisa und der Teufel. Genau. Oh, der ist Das sind ja zwei verschiedene, also es gibt ist ja der gleiche Film, zwei und, Fassungen. Also amerikanische, europäische, Ja. die sind auch wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Aber das ist ein Thema für sich. Das ist auch ein Thema Ich für habe sich. trotzdem ganz kurz, irgendwann mal wollte ich meinen Eltern mal hier Mario Bava, italienisches Kino, nahebringen. Und ich weiß nicht warum, ich habe mich für Lisa und der Teufel entschieden. Und die sind beide, ich glaube, nach 10 Minuten eingeschlafen. Das hat gar nicht funktioniert. War aber auch ein schlechter Pick, der ist zu speziell. Aber das nur am Rande. Ja. Was fällt mir noch zu dem Film ein? Ist auf jeden Fall sehr ruhig erzählt alles. Wie gesagt, der Professor selber handelt in guter Absicht irgendwie, in seiner Sicht. Ja. Aber der Score ist durchaus happy. Das Ganze ist halt total dramatisch und traurig eigentlich, die ganze Geschichte. Auch wo es hinführt. Aber der Score ist durchweg happy. Ja, der klang so, ne, dieses Main-Theme klingt auch, finde ich, so Jahrmarkt, Zirkusmäßig, ganz absurd fröhlich, genau. Ja. Und ist da immer so ein Kontrapunkt zur eigentlichen Handlung. Und erzeugt aber dadurch auch so diese creepy alte Atmosphäre, verstärkt er. Das ist, der Soundtrack ist auch hier von Maurice Jarre. Das ist der Vater von Jean-Michel Jarre, den man vielleicht kennt. Ja. Also auch durchaus ein Name. Ja, klar. Ja. Wo du gerade creepy sagst, was mir eben wir haben den jetzt gerade frisch geguckt, was ich ja eben noch auch dann erwähnt habe und mich nicht stillhalten konnte, ist diese eine Sequenz am Schluss, wo dann wieder eine Frau auf dem Operationstisch liegt. Die ist schon im Gesicht angezeichnet, wo er weiß, dass er das schneiden wird. Und im gleichen Raum, so ganz still und heimlich, sitzt in der Ecke die Tochter auf einer Couch und sitzt da einfach nur creepy daneben. So, das ist auch, und guckt zu, so ganz apathisch. Also sie ist sich durchaus dessen bewusst, was der Vater macht. Absolut, das erzählt die ja auch der Gehilfin, ne? Als die bittet auch, irgendwann bittet die ja auch, bringt mich um, gib mir die Spritze wie ein Hund, weil, man muss vielleicht noch sagen, der Vater experimentiert halt mit Hunden auch an Transplantationen. Da funktioniert das auch. Bei der Tochter funktioniert es nicht. Das übrigens war auch ein cooler Kniff, finde ich, in dem Film. Nach der ersten Transplantation, wo der Körper das dann wieder abstößt, das arbeitet rein mit diesen Bildern. Das sind dann so Standbilder von der Tochter und dann werden so die Stadien des Abstoßens so wieder gezeigt, aber so ganz statisch und wirklich, wie man das so aus einem wahrscheinlich medizinischen Bericht kennen würde. Ja, genau. Das war sehr, sehr cool. Und ich finde ja generell halt immer, wenn diese Tochter halt da im Bild ist, das ist alles Poster-Time. Das könntest du alles irgendwie rahmen und das sind alles so. Ja, das hat eine ganz komische Atmosphäre. Und die bewegt sich auch so elegant immer durch den Raum. Sie macht fast so den Eindruck, so als wenn die schwebt, aber. Ja. Also durch diese weiße Maske ist sie auch so puppenhaftig. Ja. Aber die schwebt auch so durchs Bild und es ist irgendwie wie so ein Geist, der in diesem Haus innewohnt. Ja, dazu trägt auch noch hier dieses weiße Nachthemd oder ist so ein Nachthemd. Dieser Mantel oder was auch immer. Trägt dazu absolut bei, zu dieser geisterhaften Erscheinung. Und ja, sie leidet da auf jeden Fall drunter und die weiß definitiv, was der Vater da tut. Macht ihm ja auch Vorwürfe dafür für den Unfall, oder zumindest indirekt. Ich glaube, sagt die das nie ihm, aber eben der Gehilfin. Der ja auch durchaus sehr, sehr nett, also sehr positiv zugetan ist und der auch wirklich helfen möchte. Ja, im Verlauf des Films. Die ist ja aber auch so ganz komisch irgendwie da im Schatten von dem Vater und. Ja, aber die ist,
das ist so, also Alida Valli hat auch irgendwie immer so eine Figur, die so ein bisschen ambivalent ist. Hm. Man weiß nicht so genau, die hat immer so einen dringenden Blick, die hat so starre Augen und es ist immer so eine Mischung aus Gut und Böse, was darüber kommt. Also Ja. die hat auch eine starke Präsenz. Ja, definitiv, stimmt. Die hat wirklich eine starke Präsenz in Ja. dem Film. Also ist so, würde ich sagen, ne, das sind so Also auch die drei Hauptfiguren. genau, So halt. die drei Hauptfiguren, die haben alle eine tolle Konstellation und das funktioniert wunderbar. Und ehrlich gesagt ist ja Alida Valli und die Tochter Christiane, die unterhalten sich ja sehr häufig und die nehmen auch viel Zeit für sich ein. Ja, und durchaus vertraut, ne? Also es Ja, sind sehr ehrliche Gespräche ja. und genau, die sind einander schon irgendwie nahe. Im Verlaufe des Films wird dann auch nochmal eigentlich nicht nur angedeutet, sondern klargestellt, dass die Gehilfin auch nicht aus Gutdünken für den Professor da mitmacht und die Leute entführt, also die Frauen entführt, sondern dass die auch selber schon so eine Gesichtsoperation hinter sich hat und bedankt sich auch dafür, dass er ihr das geschaffen hat. Ja, und da war ich Dass sie aber in echt seiner ein bisschen Schuld irritiert, weil genau in der Synchro-Version eindeutig so und aber auch irgendwie durch die Bewegung, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, dass das so war. Ich habe dann noch ganz kurz irgendwie im Internet nochmal so in so, jetzt vor der Aufnahme so in so Inhaltsangaben irgendwie versucht, das herauszufinden. Hat leider nicht funktioniert und also ich muss mir das nochmal im Original angucken, ob das wirklich so ist, aber in der Synchro eindeutig. Das Mhm. sagt sie so, aber genau, da bin ich so ein bisschen so, hä? Weil, ja, würde mich interessieren, ob das wirklich in jeder Synchro-Fassung so ist, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch ohne Grund einfach irritiert. Hat mich einfach zum Aufhorchen gebracht, die Ja, Stelle. ja. Aber also es ist ja nicht nur eine Dialogszene, sondern es wird ja auch Die noch, zeigt ja die sogar. zeigt sogar noch auf Eben. den Hals, wo die Narben sind von der Operation. Also ist irgendwie ganz klar. Ja, das ist so. Aber keine Ahnung, ich kann dir gar nicht sagen, warum mich das irgendwie irritiert hat. Ja, das dazu. Was mir noch, was mir noch aufgefallen ist, was ich noch sagen wollte, was ich mich jetzt nochmal ganz dick aufgeschrieben habe, als du noch gesagt hast hier zum Thema Mimik, ne? Dass das so anerkannt ist, dass so keine Ja. Mimik einen so beunruhigt. Ja. Da muss ich noch dran denken, schlag mich tot, in irgendeinem Podcast halt auch mal gehört, da war so ein Podcast über Psychopathen. Und das ist auch so eine Sache, was Psychopathen so creepy macht, weil wenn die dann nicht Mhm. gerade irgendwie Masken. weil wenn die dann nicht gerade irgendwie versuchen, so Gefühle nachzuahmen, dass diese Mimiklosigkeit, dass das auch bei vielen Leuten für Unwohlsein sorgt und halt Mhm. auch ein Zeichen irgendwie für so Psychopathie ist. Okay. Wollte ich nur noch mal Ich anmerken. verziehe jetzt mal kein Gesicht. Ja, die ganze Zeit, ey, das ist, genau darum komme ich drauf, weil Mickey sitzt hier mit starrer Miene und toten Augen, Ja. lacht er hier sein emotionsloses Lachen. Mhm. Ähm, Gespielt auch. absolut fake, ist hier komplett. Ja, es ist ein sehr schöner Film, es ist ein ruhiger Film auch. Mhm. Ich finde auch, was man merkt, also Franjul war auch ein Fan von wenig Schnitten. Das heißt, dass Mhm. jede Einstellung irgendwie so möglichst irgendwie one Take ist oder Mhm. so. Fällt auf. Da habe ich jetzt so beim Gucken so ein bisschen drauf geachtet. Der lässt sich Zeit, der Film. Der Mhm. ist ruhig erzählt und die Einstellungen, also man kriegt keinen epileptischen Anfall, weil das so schnell geschnitten ist. Und ich Ja. finde, im Vergleich zu dem Film, den wir davor heute geguckt haben, merkt man die ruhigere Schnittfrequenz auch an. Der, den wir davor geguckt haben, war jetzt kein super hektischer. Und wenn, dann hat er das dramaturgisch eingesetzt. Ja. Aber es fällt trotzdem auf, dass der hier ruhiger war. Und das ist aber wohl irgendwie so ein Handschriftding vom Regisseur. Wobei ich auch anmerken muss, ich habe keinen anderen Spielfilm von dem gesehen. Der hat sich ja irgendwann dann auch nochmal mit einem Titel Der Mann ohne Gesicht Mhm. bedient, der, glaube ich, so ein bisschen in die Schiene auch Nee, geht. Nee? nee. Dann war Das- der Titel nur so, ich weiß Der es gar Titel nicht. war nur so, aber Ja. es ist eigentlich so eine Art inoffizielle Variante von Phantomas. Ah, ja. Das war das. Also der war Fan dieser Phantomas-Figur, hat aber nicht die Rechte daran. Und der Mann ohne Gesicht ist dann halt auch so eine Krimi-Figur geworden. Stimmt, so war So ein das, weil bisschen der auch auch. so ein Phantomas-Fan Ja, war ja, und solche genau. Sachen sehr mochte. Ja, richtig.
das ist so. Ja, ey, ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wir haben Schauspieler abgedeckt, wir haben die Musik erwähnt. Ja, alles Wir haben fein. zum Film im Grunde alles gesagt. Mir fällt jetzt echt spontan dazu nichts mehr ein. Ich muss mich wundern, gefühlt haben wir jetzt nicht lange gesprochen. Ich habe für den Film super viel gelesen vorher und mir super viel aufgeschrieben. Im Gegensatz zum Film davor, den ich halt auch heute zum ersten Mal gesehen hatte. Ich weiß gar nicht, was produktiver ist. Ob man besser viele Fakten nennt oder einfach mal so locker aus der Hüfte Ich glaube, das kommt ganz erzählt. drauf an. Ich Also weiß gar nicht, mir kam ich jetzt war mir irgendwie halt so. sicher, dass wir bei dem anderen Film ohne Vorbereitung einfach drauf lossprechen können, weil es sehr viel bietet. War dann ja auch so. Ja, war auch so. Also war ja Ja. wirklich minimalste Vorbereitung. Ja, Tja. aber dann packen wir es Ja, für ey, heute. genau. We all have places to be. Hier, keiner will mehr hier sein, alle wollen los. Ist Samstagabend. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Dann haben wir das doch zu einem guten Abschluss hier gebracht. Ja, Freuen wir uns und, aufs nächste Mal. Und freuen uns aufs nächste Mal zum unbekannten, noch zu eruierenden Film. So ist es. Ja, ey, auf bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Tschö.